Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stefan und ich bin ein Möchtegern Landschafts-, Natur-, Wildlife- und Makrofotograf. Heute nehme ich dich mit auf eine Wanderung bei Langenhain-Ziegenberg, rund 10 Kilometer westlich von Bad Nauheim. Und unterwegs erzähle ich, warum meine Fotografie nach Jahren im Schrank wieder richtig Fahrt aufgenommen hat, warum ich glaube, dass die besten Bilder oft direkt vor der Haustür entstehen und was meiner Meinung nach das Wichtigste für gute Fotos ist. Ich fotografiere schon seit 30 Jahren. Das hört sich erstmal richtig viel an, ist aber natürlich eine reine Übertreibung. Als Teenager hatte ich eine erste Digital-Kompaktkamera und bis zum Studium ist das auch erstmal so geblieben. Die erste Spiegelreflex war eine Canon 300D mit Kit-Objektiv. Wer hatte auch so eine? Das würde mich echt interessieren. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Ich habe viel und gerne fotografiert, zunächst auf Spaziergängen in der Natur. Die gab es reichlich. Ich bin auf dem Land im Mittelgebirge aufgewachsen. Später dann auf Reisen, zum Beispiel nach Irland, Istanbul, Georgien, Schottland und Neuseeland. Für den Schottlandurlaub habe ich damals meine Canon 7D verkauft und bin auf Vollformat umgestiegen. Die Canon 5D Mark III war eine tolle Kamera und ich war zum ersten Mal stolzer Besitzer von L-Objektiven, als würde man mit denen automatisch schöne Fotos machen. In diesen Jahren habe ich eher opportunistisch fotografiert, das heißt, ich habe schon versucht, auf Komposition und Licht zu achten, habe aber eher fotografiert, wenn sich die Gelegenheit bot. Habe das Ganze weniger geplant oder auf bestimmtes Licht gewartet. Auch hat es immer mal wieder längere Phasen gegeben, in denen ich weniger fotografiert habe. Daher sind die 30 Jahre auch eine kleine Übertreibung. Ich bin die ersten 1,5 Kilometer gelaufen und das war schon richtig schön durch Eichen- und Buchenwälder. Man merkt, dass es September ist und dass der Herbst langsam Einzug hält. Die Blätter verfärben sich. Die erste gelbliche Färbung lässt sich erkennen. Die ersten Blätter fallen auch runter, was die Wege schön einfärbt. Definitiv eine willkommene Abwechslung im Vergleich zu dem Immergrün, was man in den Sommermonaten hat. Mit dem Herbst ziehen dann wieder die Farben ein. Das hier hinter mir ist irgendeine Art Bunker oder so. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber wenn ich das richtig gelesen habe, war das ganze Gebiet hier früher mal ein Truppenübungsplatz der US Army und wurde dann zu einem FFH-Gebiet umgewandelt. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, ich wusste das auch nicht. Ich habe es nachgeschaut. Das ist ein Fauna- und Flora-Habitat, gefördert von der Europäischen Union, wo auf Basis bestimmter Regeln renaturisiert wird. Jetzt gehen wir weiter. (2017) wurde dann unser erstes Kind geboren. Nach ein paar Jahren dann das zweite. Zwischendurch haben wir geheiratet und ein Haus gekauft. Beruflich war es auch nicht langweilig. Das volle Programm. Kurz gesagt, die Kamera blieb meistens im Schrank. Und das war auch gut und richtig so. Andere Dinge waren einfach wichtiger. Ende 2022 hat es mich dann endlich wieder gepackt. Ich wollte unbedingt wieder fotografieren. In meiner Unwissenheit dachte ich, hey, Vogel- und Tierfotografie müsste doch recht vereinbar mit Beruf und Familienalltag sein. Also habe ich mir ein 150 bis 600er Teleobjektiv gekauft und bin losgezogen. Kurze Zeit später bin ich dann von Spiegelreflex auf das spiegellose R-System von Canon umgestiegen. Die R6 Mark II mit entsprechenden Objektiven ist eingezogen. Diese Kamera hat mich echt umgehauen. Autofokus, Dynamikumfang, Stabilisierung, eine komplett andere Welt. Es kommt auf dem Video sicherlich nicht rüber, aber das geht hier ein bisschen steiler runter. Man schaut in diesen tollen Buchenwald hinein. Ganz viel Laub auf dem Boden. Ich glaube, wenn sich das im Laufe des Herbsts einfach noch ein bisschen verfärbt und man vielleicht einen nebligen Tag hat, da findet man sicherlich einige Kompositionen, die es wert sind, nochmal zurückzukehren. Sehr, sehr schön. Das 150 bis 600er habe ich recht schnell wieder verkauft, aber die Fotografie war wieder da. Zunächst habe ich mich erstmal wieder in die Technik reingefuchst und alle Gelegenheiten genutzt zu fotografieren.
Ende 2023 habe ich dann das erste Jahrbuch in A3 erstellt. Ich wollte meine Fotos endlich auch in echt und in groß sehen und nicht nur digital. Ein Erlebnis, das ich jedem echt nur empfehlen kann. Das Foto wirkt komplett anders, wenn man es als großformatigen Druck in den Händen hält. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, vielen Dank für deine Geduld. So langsam kommen wir zum Knackpunkt. Das könnte eine Komposition sein, oder? Was meint ihr? Jetzt gerade so finde ich das zwar auch schon schön, aber es ist zu viel Hintergrund. Zu komplex für ein Bild. Meiner Meinung nach zumindest. Aber wunderschön. Stellt euch jetzt vor, wir hätten Nebel. Und Nebelschwaden würden durch den Hintergrund ziehen und man könnte sich wirklich auf diese Baumgruppe hier vorne konzentrieren und diesen toten Baum. Ich glaube, das wäre ein schönes Bild. So langsam wird die Landschaft offener. Schöne Abwechslung zu dem Anfang mit den Buchen- und Eichewäldern. Nicht, dass ich die nicht geliebt habe, natürlich. Aber es ist auch schön, Abwechslung auf der Tour zu haben. Hinten raus, man wird das nicht wirklich erkennen können. Sogar ein bisschen Aussicht. Und das Schöne an den gelegentlichen Regenschauern ist ja, dass auch immer mal wieder die Sonne rauskommt. Das Spiel der Wolken und der Sonne ist schon toll. Hier hinten die beiden Kiefern. Ich glaube, das sind Kiefern, oder? Das finde ich auch ganz schön. Diese da. So, hier kann man mal sehen, wie das vorher ausgesehen hat, als es noch ein Panzerübungsplatz war. Und so schaut es heute aus. Keine noch so gute Kamera, kein noch so teures Objektiv können ein gut trainiertes fotografisches Auge ersetzen. Das sehe ich immer wieder, wenn ich mir Fotos von Profifotografen anschaue. Und wo könnte man das besser machen als direkt vor der Haustür? Natürlich wäre es toll, ständig zu außergewöhnlichen Locations zu reisen, aber dafür fehlt schlichtweg die Zeit. Glücklicherweise wohnen wir im schönen Hochtaunus, einer Mittelgebirgsregion nördlich von Frankfurt. Hier sollte es ausreichend Potenzial geben. So, knapp 5 Kilometer sind geschafft. Mal eine kleine Pause. Weiter geht's. Wir sind schon 2017 in den Taunus gezogen, aber wie bereits erwähnt, hat mich das Fotografiefieber erst Ende 22 wieder gepackt und eine Sache wird immer offensichtlicher. Ich kenne meine neue Heimat einfach nicht ausreichend, zumindest aus fotografischer Perspektive. Wo sind denn die schönen Wälder mit fotografischem Potenzial während des Morgennebels im Herbst? Wo sind die Sonnenauf- und Untergangslocations? Und wo kann man Wildlife fotografieren? Es gibt eigentlich nur einen guten Weg, das herauszufinden: mehr Fahrradfahren, mehr Wandern, und genau das mache ich heute.
Wenn ich dir also einen Tipp mitgeben darf, so von Hobbyfotograf zu Hobbyfotograf: Geh raus und erkunde deine Umgebung. Du erlebst Natur, Bewegung und Ruhe und entdeckst Motive, die du vorher nicht gesehen hast. Und außerdem trainierst du dein Auge, selbst wenn du kein einziges Bild machst. Das bringt dich fotografisch viel weiter als das nächste Gadget. So, ich habe noch einen knappen Kilometer zu laufen. Dann bin ich zurück beim Auto. Das war eine echt schöne Wanderung. Abwechslungsreich, tolle Wälder, schöne Aussichten. Zwar nicht besonders weit, aber schon wunderschön. Bilder habe ich heute nicht so furchtbar viel gemacht. Ich habe tatsächlich mir aufs Videofilmen konzentriert. Und beides gleichzeitig funktioniert irgendwie noch nicht so gut. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Ecken entdeckt, zu denen es sich lohnen würde, wieder zurückzukommen, wenn die Wetterbedingungen etwas idealer sind. Das heißt, eigentlich haben wir heute wunderschönes Wetter, aber ich hätte halt gern Nebel im Wald. Ich finde, das ist immer grandios, weil man einzelne Bäume durch den Nebel schön separieren kann. Aber ja, sehr, sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich, für zukünftige Bilder. Es war ja auch nicht das Ziel, viele Fotos zu machen, sondern die Gegend zu erkunden. Und das Ziel habe ich definitiv erreicht. Hier gibt es viele potenzielle Locations, wo man mit entsprechenden Wetterbedingungen grandiose Fotos machen kann. Aber für heute erfolgreiche Erkundung, tolle Wanderung. Das wiederholen wir demnächst. Noch einige Wanderungen in der Liste. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.